Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um meine persönlichen Langzeiterfahrungen mit dem Ting-Tic Wing Carbon Reisestativ und warum ich es mir nicht wieder kaufen würde. Das Ting-Tic Wing Carbon Reisestativ. Ich habe im letzten Jahr euch ja ein Video darüber gemacht. Ich habe es mir selbst gekauft. Das heißt, ich habe es nicht vom Hersteller gestellt bekommen. Ich habe es mir nämlich gekauft, weil ich überzeugt war, das könnte das fast perfekte Reisestativ sein. Nicht nur die technischen Daten haben mir sehr gut gefallen, sondern ich habe mir auch einige andere YouTube-Videos anderer Fotografen angesehen, die absolut überzeugt von diesem Stativ sind und gesagt haben, das ist das wirklich beste Stativ, was ich jemals hatte, was ich dir als Landschaftsfotograf empfehlen kann. Und aus der Empfehlung heraus habe auch ich mir das Ting-Tic Wing Carbon für 270 €, was ja durchaus ja schon im gehobenen Preissegment beim Stativ liegt, gekauft. Ich habe euch im letzten Jahr ein Video darüber gemacht, habe euch auch nochmal die Vorteile nach einiger Zeit auch nochmal vorgezeigt, mit denen ich wirklich sehr zufrieden bin. Wir haben eine schöne Arbeitshöhe, es ist kein Mittelmast dabei, das stört mich bis heute aber auch nicht. Im Gegenteil, für mich ist es ein Vorteil, da ich sehr, sehr flach über dem Boden fotografieren kann. Auch für mich immer noch ein großer Vorteil ist wirklich dieser Kugelkopf hier, der sehr, sehr flach ist, der natürlich auch sehr flach auf der Basis sitzt durch die fehlenden Mittelmast. Alles das sorgt dafür, dass ich sehr flach über dem Boden fotografieren kann. Auch das Handling hier, die Schraubverschlüsse, das ist gut. Das geht wirklich super leicht, super smooth. All das gefällt mir. Friktionsschraube hier oben. Du kannst den Kugelkopf daher entsprechend einstellen, wie viel Widerstand soll der haben. Das heißt, die Kamera klappt nicht gleich nach vorne, wenn du hier aufdrehst, sondern du kannst das Ganze sehr gut handeln. All das sind positive Aspekte, die ich in meinem Video angesprochen habe und die mir bis heute auch weiterhin gefallen. Und dennoch muss ich an dieser Stelle jetzt hier sagen, nach mehreren Monaten Dauereinsatz dieses Statives, ich hatte es überall mit, in Schweden selbst, in der sächsischen Schweiz, in Berlin, auf meinen Fotowalks. Wer meine Videos kennt, weiß, der sieht immer wieder dieses Stativ, denn das war tatsächlich jetzt in den letzten Monaten mein Immer-bei-Stativ. Und ich würde es trotzdem nicht wieder kaufen. Warum würde ich es nicht wieder kaufen? Das Stativ hier ist nämlich schon mein zweites. Eins habe ich nämlich schon tatsächlich umtauschen müssen. Welche Probleme gibt es, beziehungsweise welche Probleme habe ich feststellen können? Problem Nummer 1, was ich im ersten Video ja schon angesprochen habe, als ich schon nach ziemlich kurzer Benutzung hier immer wieder den gleichen Fehler hatte, ist, dass dieser Gummifuß, der sich hier unten befindet, die ja geschraubt werden, die lösen sich. Die haben sich bei meinem ersten Stativ gelöst und die lösen sich auch jetzt wieder. Und zwar durch den Transport. Alleine durch den Transport. Das heißt, wenn du das Stativ auspackst, ich habe es bei mir immer am Low-Pro-Rucksack an der Seite ja befestigt, kennt ihr aus meinen Videos, dann löst sich durch den Transport immer wieder einer der Füße. Es ist so weit gegangen, dass ich im letzten Jahr beim ersten Stativ so einen ganzen Gummifuß verloren habe. Beim Transport hat sich das gelöst. Aus meiner Sicht, warum? Warum löst sich dieser Fuß? Und das kann ich bestätigen, denn ich habe jetzt hier das zweite und da habe ich genau das gleiche Problem. Die lösen sich immer mal wieder und es ist auch immer wieder ein unterschiedlicher. Kannst du noch so fest mit der Hand ziehen, irgendwann sind sie lose, klappern und wenn du nicht aufpasst, tja, ist er wieder weg. Noch sind alle drei da. Toi, toi, toi. Problem Nummer 2. Neoprenüberzüge. Haben wir 3 Stück hier. Die sind auch sehr gut, die schützen gut vor Kälte. Aber bereits nach einigen Monaten ist bei dem ersten Stativ, was ich jetzt nicht mehr habe, so ein Neoprenüberzug hier eingerissen. Eingerissen. Ich bin da nirgendwo mit hängen geblieben. Der ist eingerissen. Tatsächlich hier aufgerissen. Gut, kann man drüber hinwegsehen. Ja, kann man sagen, ja gut, Dauergebrauch, was soll's. Aber 270 € kostet dieses Stativ. Da bin ich bei einem anderen Fotografen durch ein Video darauf aufmerksam geworden, dass der gesagt hat, hey Leute, ich fotografiere viel im Winter. Probiert doch mal euren Kugelkopf bei -10, -15 Grad aus. Da gibt es nämlich eine böse Überraschung. Da wurde ich hellhörig. Denn, klar, auch mal im Winter bin ich unterwegs mit dem Stativ. Gut, jetzt hast du nicht keine 15 oder 20 Grad minus in der Regel. Aber ihr Lieben, demnächst soll es nach Schweden gehen. Ich möchte Polarlichter fotografieren. Und aktuell in Schweden 20, 25 Grad minus. Also war doch meine Idee, ja, probierst du das doch mal aus. Stimmt das? Ist da wirklich ein Problem vorhanden? Und ich habe den Kugelkopf ins Eisfach getan. Habe den nach ein paar Stunden wieder rausgeholt, um einfach die Temperatur auch zu simulieren. Und siehe da, dieser Kugelkopf ist, wenn du den bei -20, 25 Grad im Einsatz hast, wenn der diese Temperatur hat,
kannst du den nicht mehr gebrauchen. Denn auch wenn du ihn ganz aufdrehst, lässt er sich nicht mehr bewegen. Also nur mit Gewalt. Und das kann es, finde ich, nicht sein. Nicht bei einem Outdoor-Reisestativ, nicht bei 270 Euro. Wenn das Ganze wieder taut, ist es okay, dann kannst du es wieder normal verwenden, aber eben nur im Plusgrad-Bereich. Das gleiche habe ich aktuell mit diesem Kopf hier. Wie gesagt, ich habe es schon einmal komplett getauscht. Das hatte aber nicht den Grund, weil es bei Frost nicht funktioniert, sondern es hatte einen ganz anderen Grund. Und zwar bin ich ja natürlich viel bei Salzwasser unterwegs. Ostsee, Nordsee. Und dann, wenn du nach Hause kommst, solltest du dein Stativ reinigen mit klarem Wasser. Denn es bleiben natürlich immer Salzpartikel zurück. Die können die Gummidichtungen zerstören. Deswegen ganz wichtig, wenn du bei Salzwasser fotografierst und du hast dein Stativ im Wasser stehen, mach es sauber danach. Grundlegend bei allen Stativen, die ich sonst habe, die ich nutze, ist ganz einfach. Ich schraube das Ganze auseinander, schraube die Beine auseinander. Deswegen mag ich auch diese Schraubverschlüsse und nicht die Klickverschlüsse, weil ich es so komplett zerlegen kann. Das funktioniert gut beim TinkTeak Wing. Überhaupt gar keine Frage. Die Beine kannst du schön zerlegen, kannst es unter fließendem Wasser ausspülen, wieder zusammenbauen. Super. Kugelkopf. Da schwappte irgendwie auch mal Wasser rüber, also machst du den sauber. So kenne ich das von meinen anderen Stativen. Einmal abgespült mit klarem Wasser, Problem beseitigt. Tja, da fangen aber bei diesem Kugelkopf hier, zumindest bei mir, erst die Probleme an. Denn nachdem ich ihn mit klarem Wasser ausgespült habe, geht er nämlich nicht mehr so schön smooth und schön leicht hier, sondern er fängt an zu hacken und zu stoppen, wo es nur geht. Tja, und das war für mich der Grund, wo ich gesagt habe, okay, also alles zusammen. Ne, das sind alles nur Kleinigkeiten, aber ne. Ich tausche mal jetzt nochmal um bei 270 Euro. Muss auf jeden Fall die Funktionsweise des Kugelkopfs gegeben sein. Das ist, wie gesagt, mein zweites Stativ. Ich habe diesen Kugelkopf jetzt auch nicht wieder mit klarem Wasser abgespült. Ob das die Lösung ist, naja, das muss sich jeder selber fragen. Jetzt bin ich auch mit diesem Stativ, mit dem zweiten, seit einiger Zeit wieder unterwegs und ich habe bei diesem Stativ genau das gleiche Problem. Gummifüße lösen sich in unterschiedlichen Abständen, je nachdem, wie viel Transport das Stativ hinter sich hat, habe ich lose Füße. Das merkst du immer daran, wenn du das Stativ annimmst, dass es anfängt zu klappern. Und die neueste Macke, die jetzt dieses Stativ auch hat, ist, dass sich diese Imbusschrauben hier oben, mit denen quasi ja die einzelnen Beine an der Basis befestigt sind, die lösen sich. Ich zeige euch das mal. Und zwar war ich auch gestern wieder unterwegs und hatte wieder das gleiche Problem mit diesem Stativ. Ich habe es nämlich rausgenommen aus dem Rucksack. Ich habe es jetzt für euch auch mal so gelassen. Und zwar, guckt mal hier, ich habe nämlich ein schönes Hinkebein habe ich hier. Bei den anderen ist das nicht das Problem. Guck mal hier, die sind fest, da kannst du ruckeln. Und das war auch eine Sache, die mir halt gut gefallen hat. Ne? Schöner Widerstand. Tja, denkst du. So ist es jetzt immer wieder und sehr oft, dass wenn ich mein Stativ festgezogen habe, du kannst es nachziehen. Na klar, mit dem Imbusschlüssel kannst du das nachziehen, dann ist es wieder fest. Aber ich habe immer wieder das Problem. Und wenn du tatsächlich dann mal den Imbusschlüssel vielleicht nicht im Kamerarucksack hast oder hast einen anderen Kamerarucksack genommen und da ist keiner drin, dann hast du ein Problem. Denn es geht nämlich nicht nur sehr leicht, sondern das Ganze wackelt dann auch gleich ziemlich stark. Und damit ist es für mich so richtig Outdoor geeignet nicht mehr so richtig, ihr Lieben. Tja, das ist jetzt eine Macke, eine neue Macke bei diesem hier, dass ich tatsächlich, und ist auch egal, bei welchem Bein, ne, ist immer mal ein anderes, wo sich das Ganze löst. 270 Euro. Carbon Outdoor Reisestativ TinkTeak Wing. Das hat so viele Macken, dass ich es nie wieder kaufen würde. Muss ich an dieser Stelle mal ganz ehrlich sagen. Und das ist jetzt ein Erfahrungswert, den ich euch wiedergeben kann. Das ist jetzt nicht, ich habe es gerade ausgepackt, ich stelle es mal auf den Tisch und ach Mensch, das macht ja einen guten Eindruck, sondern das ist jetzt ein Erfahrungswert. Ich habe es einmal umgetauscht und ich bin auch mit diesem jetzt im Endeffekt nicht zufrieden, weil es zu viele Macken hat. Und ich werde es auch nach Schweden nicht mitnehmen, weil ich genau weiß, dass dieser Kugelkopf dann hier seinen Geist aufgibt. Schade. Wirklich, wirklich schade. Wenn ich es jetzt nicht schon in Benutzung hätte, es mir nicht selber gekauft hätte, dann würde ich es mir jetzt auch nicht wieder kaufen. Und jeder, der mich aktuell fragt, das TinkTeak Wing, was du immer mit hast, kannst du das empfehlen? Ist das toll? Nee. Ich würde es keinem empfehlen. Zumindest nicht für das Geld. Da kannst du lieber das von Rollei, das C5i nehmen, bist du, glaube ich, besser bedient. Das habe ich auch da, ist nämlich auch mit. Der war aber noch nie so ein Beinloser, also hier schon gar nicht so lose. Ne? Da hat sich auch noch nie ein Fuß unten gelöst. Und das habe ich auch schon bei Minustemperaturen gehabt. Und auch jetzt in diesem Winter ist es mir aufgefallen, so bei minus 3, 4, 5 Grad wird es schon echt schwergängig hier oben, der Kugelkopf. Da musst du Friktionsschraube ganz aufdrehen, damit du dann überhaupt deine Kamera hier gelöst kriegst. Und ich weiß nicht, ob das für 270 Euro tatsächlich die Lösung des perfekten Stativs darstellt. Aus meiner Sicht nicht, ihr Lieben. Tja, das waren sie, meine Langzeiterfahrungen
mit dem Tingteak Wing Carbon für schlappe 270 Euro. Aus meiner Sicht zu viele Fehler in einem Stativ. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon das zweite. Das heißt, ich habe Fehler, die ich auch reproduzieren kann, auch an diesem Stativ. Schade. Ich hatte wirklich sehr, sehr große Stücke drauf gesetzt auf dieses Stativ. Deswegen euch auch vorgestellt im letzten Jahr in einem Video. Aber mein Langzeittest sagt leider was anderes. Tja, ihr Lieben, vielleicht habt ihr ja auch das Tingteak Wing Carbon. Ich muss natürlich dazu sagen, es ist im Dauereinsatz bei mir. Ne? Also es wird schon ein bisschen rangenommen. Aber dafür ist so ein Stativ auch da. Also Lieben, vielleicht habt ihr es ja auch. Dann schreibt mir doch gerne mal eure Erfahrungen mit diesem Stativ unten in die Videokommentare. Habt ihr vielleicht auch das Problem, dass sich die Füße lösen? Habt ihr hier auch so einen Hinkefuß mit bei, der sich immer wieder löst? Habt ihr das schon mal probiert? Packt's mal ins Eisfach. Aha, da gibt es aber ein böses Erwachen für euch. All das schreibt mir gerne unten in die Videokommentare. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, auch mal hier so ein Langzeittest von mir. Einfach ein Erfahrungswert. Aus der praktischen Anwendung heraus. Lasst mir für das Video doch gerne einen Daumen hoch da. Ja, und wenn ihr es bis jetzt tatsächlich noch nicht getan habt und wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, zum Beispiel auch meinem Reisereport nach Schweden Polarlichter fotografieren, dann abonniert doch jetzt meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.